Wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Alpenbrevet Extended Challenge. Startpunkt heute ist Andermatt. Es sind wieder 3 Pässe angesagt. Gut 150 Kilometer, gut 3.500 Höhenmeter. Ziel ist heute, den Gotthard zu fahren, dann über den Lukmanier und dann zurück über den Oberalp nach Andermatt. Für alle, die neu dabei sind und die ersten beiden Videos meiner Serie verpasst haben: Diese Tour ist Teil meiner Alpenbrevet Extended Challenge. Es geht darum, die legendärsten Schweizer Alpenpässe zu bezwingen. Man hat dazu die ganze Saison Zeit und fährt in eigenem Tempo und auf der eigenen Route. Wenn ihr mehr erfahren wollt, Link zur Alpenbrevet-Seite findet ihr unten in der Beschreibung. Zuerst liegt jetzt der Anstieg auf den Gotthard an. Nach der Abfahrt über die Tremola nach Airolo und Ambri geht es durch die Leventina runter bis nach Biasca. Von dort führt die Route auf den langen Anstieg via Olivone hoch zum Lukmanierpass. Die Straße schlängelt sich dann runter nach Disentis und über Sedrun zum letzten großen Anstieg, dem Oberalppass. Nach einem letzten Blick auf den Bergsee geht es zurück nach Andermatt. Auf diese Tour habe ich mich sehr gefreut. Diese 3 Pässe heute, die bin ich noch nie gefahren. Das ist für mich ein neues Erlebnis und ich bin gespannt, wie diese Tour heute wird. Der Anstieg auf den Gotthard geht eigentlich ganz gut. So 7–8%, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber macht auf jeden Fall Spaß. Hat auch nicht zu viel Verkehr, Temperatur ist angenehm, gerade perfekt für meine Tour. Ich bin weg von der Hauptstraße, jetzt bin ich auf der alten Passstraße der Tremola. Kopfsteinpflaster, jetzt fängt die Rüttelstrecke an, aber macht natürlich großen Spaß, nicht auf der Hauptstraße fahren zu müssen. Ja, für irgendwas habe ich ein Gravelbike, da muss es nicht immer der beste Asphalt sein zum Rollen. Der erste Pass ist geschafft. Ich bin auf dem Gotthard angekommen. War ganz angenehm. Es sind ja nicht so viele Höhenmeter von Andermatt aus. Für den ersten Pass ging das jetzt super. Ich bin jetzt im Tessin. Jetzt fahre ich dann runter nach Airolo, Biasca und dann kommt dann der nächste Anstieg hoch auf den Lukmanier.
Bin unten angekommen. Die Tremola ist zwar wunderschön, aber das hat mich ganz schön durchgeschüttelt. Bin jetzt bei Airolo durch, Ambri und weiter geht's Richtung Biasca. Ich bin auf der Via Lucamagno, der Lukmanierstraße, hoch zum Pass. Der Anstieg startet wieder. Gerade etwas frustrierend. Mein Fahrradcomputer hat die Steigung ausgespuckt mit dem Climbing Assistant. Irgendwie 45 Kilometer, 1700 Meter. Ja, das ist mal eine Steigung. Wird wohl ziemlich monoton, aber hilft nichts. Rauf geht's. Zeit für eine kleine Pause, Wasserflaschen auffüllen, kleine Zwischenverpflegung. Ja, der Abschnitt hier, das ist gerade nicht so berauschend. Es ist einfach steil. Eine breite Straße, die einfach in den Berg hochsteigt, ziemlich gerade. Ja, ich hoffe, es wird dann schon wieder abwechslungsreicher. Meilenstein ist erreicht. Es sind nur noch knapp 1000 Höhenmeter rauf auf den Lukmanier. Dieser eintönigen Auffahrt brauche ich dringend etwas Motivation. Ich spiele jetzt das Spiel Höhenmeter rückwärts zählen. Alle 100 Meter gibt es einen kleinen Jauchzer. Wieder 100 Meter geschafft und ich bin 100 Meter näher beim Pass. Auch der Lukmanier ist geschafft. Ich bin froh, ist es vorbei. Das hat sich jetzt ziemlich in die Länge gezogen. Ja, es ist eine Rennbahn hier hoch. Nicht viel Abwechslung meiner Meinung nach. Ich bin definitiv schon schönere Pässe hochgefahren, aber trotzdem ist gut. Ich habe es geschafft, ich bin oben. Jetzt geht es dann runter nach Disentis und dann rauf zur letzten Herausforderung des Tages über den Oberalp wieder zurück nach Andermatt. Ich bin jetzt gerade durch Disentis durchgefahren. Hier am Dorfausgang habe ich noch mal kurz hingesetzt, Wasserflaschen nachgefüllt. Soweit fühle ich mich eigentlich gar nicht so schlecht. Die Beine spüre ich natürlich schon. Immerhin schon 2 Pässe jetzt gemacht.
Der Gotthard war super, hier durch diesen Diss durch war auch sehr schön und ich freue mich natürlich jetzt auch noch auf den Oberalp als Abschluss. Ja, das Wetter sieht gerade nicht so toll aus. Es fängt an zu tröpfeln. Es wird sehr wahrscheinlich nicht gehen, ohne nass zu werden. Hoffen wir mal, dass es nicht allzu schlimm kommt. Und jetzt in Sedron, es hat angefangen zu regnen, aber wenn die Vorhersage stimmt, dann kommt es wenigstens nicht stärker. So, noch gut 5 Kilometer, 380 Höhenmeter. Das wird noch eine Prüfung für die Beine mit allem, was die jetzt schon geleistet haben. Schauen wir mal, wie es geht. So, der Oberalp-Pass ist auch bezwungen. Das war jetzt wieder ein super Pass, der hat mir großen Spaß gemacht. Hier oben in der Berglandschaft mit den Spitzkehren, die man da entlang hangeln musste. Ich hatte auch irgendwie wieder frischere Beine als auf dem Lukmanier. Ich hatte schon etwas Angst. Letztendlich auch Glück gehabt mit dem Regen. Es war jetzt alles nass, aber jetzt drückte eher wieder die Sonne durch. Es hätte da noch viel stärker schütten können. Und eigentlich bin ich schon so gut wie wieder trocken. Jetzt kommt noch die Abfahrt runter nach Andermatt, so als Nachtisch, und dann ist diese Tour auch schon wieder fertig. Speziell ist es auch, auf über 2000 Meter einen Leuchtturm anzutreffen. Der Turm ist eine Nachbildung eines Leuchtturms, der an der Mündung des Rheins in die Nordsee stand. Da die Rheinquelle hier oben ganz in der Nähe ist, wurde der 10 Meter hohe Turm 2010 als originelle Werbeaktion errichtet. Ich bin zurück in Andermatt. War eine tolle Tour. Gotthard war genial mit der Tremola. Und auch der Lukmanier, ja, war halt einfach ein riesen Anstieg. Aber dann der Oberalp hat auch wieder wunderbar entschädigt. Waren jetzt so knapp 155 Kilometer, 3500 Höhenmeter. War toll, hat wirklich Spaß gemacht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und hoffentlich bis bald. Tschüss.